Wie geht's? Ja, alles gut. Alles gut? Ja, und selbst? Freunde, neues YouTube-Video. Day in the Life. Let's go. Wird Bock machen? Wird Spaß machen? Ey, ich bin hyped. Ich bin absolut hyped. Aber ungewohnt, ja? Auf jeden Fall. Ich komm aus der Haustür raus, direkt eine Kamera. Ja, aber ich glaube, irgendwann geht das. Kommt alles. Auf jeden Fall, Day in the Life. Mal Routine, Training. Ich glaube, einfach so ein bisschen quatschen über das Training, Events. Und ja, meine komplette Routine einmal. Wir fangen mit Gym an, also wir fahren jetzt ins Gym und machen dort eine Einheit. Heute ist Montag, Split, I'm ready. Und danach fahren wir ganz entspannt nach Hause, also alles Step by Step. Deswegen, wir fahren jetzt ins Gym. Mein Auto hat gestern leider den Geist aufgegeben. Deswegen habe ich den kleinen Flitzer von meinem Bruder mitgenommen. Bin damit unterwegs. Lasst euch nicht irritieren vom Flitzer, aber der ist gut, der ist super. Der ist schnell und zuverlässig. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache, kommt von A nach B. Aber das ist es mit Autos, ne? Einfach Glückssache. Hab den Wagen vor, lass mich nicht lügen, 4-5 Monaten gekauft. Nach 3 Monaten Steuerkette kaputt, Injektoren kaputt, Batterie durch, Kupplung durch. Super! Das ist einfach nur super. So ist das Leben. Davon nicht untergehen lassen, einfach weitermachen. Das sind einfach so Hindernisse, da muss man einmal durch und weiterhin Training durchziehen. Man ist ja gut zu Fuß unterwegs, ne? Vor kurzem nach Düsseldorf gezogen, muss aber noch sehr, sehr viel einrichten. Deswegen, hey, let's go! Super! Also der Wagen mit meinem Bruder, der weiß nicht mal, dass ich ihn genommen habe. Deswegen, wenn du das siehst, ich hab deinen Wagen. Gleich in Ölturn, da reinfahren. Ich war noch nie um die Zeit hier. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie voll es ist. Also um 16 bis 20 Uhr kannst du es vergessen. Rappelvoll. Laufbänder, alle sind besetzt. Und also allgemein Cardio, oben die Geräte, alles belegt. Macht keinen Spaß um die Uhrzeit. Aber ich denke mal, das ist eigentlich in jedem Gym so. Letztens bei dem Rumänen gesehen, der war ja für ein Shooting schon bei uns. Der Marathonläufer, der auch so eine krasse Pace auf dieser Tätowierte, der war auch in einem Gym. Und dann musste der, glaube ich, warten, um laufen zu gehen, auch im Gym. Und da waren irgendwie 5 Leute vor dem, denke ich mir so, Alter, das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Das ist schon echt verrückt. Aber mittlerweile laufen halt so viele, ne? Ja, klar. Das ist, aber super. Safe. Auch wenn das vielleicht irgendwo ein Trend ist oder so, aber Sport ist Sport, Laufen ist supi. Natürlich, wenn man es nicht übertreibt, ne? Man muss ja kein Ultra laufen. Alright, here we go, third take. Wir sind jetzt im Gym angekommen. Ich ziehe mich eben um und dann sehen wir uns gleich. Let's go. Wir starten direkt mit Warm-up. Unten erstmal mit rückwärts gehen. 5 Minuten vorwärts, 5 Minuten rückwärts mit Steigung und danach Warm-up, Oberkörper und dann fangen wir direkt das richtige Training an. Heute steht auf dem Plan Rücken, Brust und ein bisschen Stepper. Let's go. Rückwärts gehen, wichtig. Das habe ich, glaube ich, in meinen Storys auch sehr oft erwähnt. Rückwärts gehen mache ich vor jedem Training. 5 Minuten und da versuche ich immer auf die Bewegung zu achten. Sprich, Füße abrollen lassen, Kniekehle immer nach hinten. Also das muss wirklich eine saubere Bewegung am Ende sein. Macht das vor jeder Einheit. Egal, ob ihr Beine trainiert, Rücken, Brust, Arme. Wenn ihr ins Gym kommt, umziehen, direkt mit dieser Übung anfangen. 5 Minuten,
fertig. Das stärkt die Knie, Gelenke, ist gelenkschonend, für die Koordination super und stärkt am Ende des Tages Sehnen, Bänder, Muskeln. Also meiner Meinung nach die beste Übung, die es gibt. 5 Minuten sind fertig. Wir gehen direkt Oberkörper aufwärmen. Was steht auf dem Plan? Split, Rücken, Brust. Oder Brust, Rücken, wir fangen mit Brust an, danach mit Rücken. Im Anschluss machen wir dann noch ein bisschen Stepper. Je nachdem wie viele Minuten, 30, 45 Minuten. Und dann denke ich mal, war es das für heute. Das wäre dann die erste Einheit und später folgt dann eine zweite Einheit. Ich fange immer an mit 50 Kilo. Vorher aber immer Schultern und sowas aufwärmen. Egal was ihr macht, aufwärmen, immer wichtig. Ob es Laufen ist, Gym, Schwimmen, das spielt gar keine Rolle. Immer die Gelenke, die Muskeln aufwärmen, damit ihr euch am Ende des Tages nichts reißt. Vor allem die Schulter ist ja sehr, sehr anfällig dafür. Man kennt das ja von einigen. Diese Warm-Ups, die nur 1 Minute dauern. Auch ein bisschen die Idee, ein bisschen genau. War's. Also fangen direkt mit den Gewichtestemmen an. Und dann wundern die sich, oh nee, Schulterschmerzen hier, Schulterschmerzen da. Ich habe gestern Abend noch gesagt, meine Schulter tut weh. Das passiert halt schnell, man unterschätzt das. Deswegen ist es wichtig, Warm-up, immer vom Training. Immer vom Training. Haben wir einen Fit-Check gemacht? Digga, wir müssen einen Fit-Check machen. Na, da kommt. Na, da kommt. Socken. Na, da kommt. Und Mütze. Wo ist das denn hier, ne? Nee, andere Seite, ja. Na, da kommt. Ja. Aus der Unterhose, aber kommt noch rein. Ich muss sagen, ich bin selber kein Experte. Ich mache seit 4, 5 Jahren nochmal dasselbe Training. Split-Training, Brust, Rücken, Schulter, Arme und Beine. Ich fange mit 50 an, gehe hoch auf 60 und danach direkt Maximalgewicht, also 70, 80 Kilo und dann war es das. Damit ich einfach im Gym nicht zu viel Zeit verschwende und direkt so das volle Potenzial ausschöpfe. Ansonsten, Freunde da draußen, können mir immer gerne Tipps geben. Ich gehe direkt rüber zur Rückenmaschine und da bleibe ich immer bei einem Gewicht. Das ist am Ende, das ist nur Warm-up. Deswegen einfach alles schon mal aufzuwärmen. Wir machen direkt den letzten Satz. Dann gehen wir hoch auf 80. Der Körper ist schon gut aufgewärmt, weil gleich geht es direkt an Freihantelgewicht, Langhantel und danach Kurzhantel. Ich habe den Fehler damals gemacht, immer zu viel, irgendwie 5 Sätze, 10 bis 12 Wiederholungen, was eigentlich in meinen Augen Quatsch ist. Mach 3 Sätze, die ersten 2 Sätze davon oder den ersten Satz gutes Gewicht, dann Mittel und dann nach dem letzten Satz einfach irgendwie Maximalgewicht oder ein Gewicht, wo man ein bisschen am Struggeln ist. Aber es ist ein Prozess des Lernens. Also man lernt immer dazu. Ich fange direkt mit 15 Kilo an. Also das müssten glaube ich 50 sein. Das ist auch im Endeffekt eigentlich nur Warm-up. Da gehe ich dann hoch auf, ich glaube ich addiere dann nochmal 10. Und dann einfach eine saubere Ausführung. Ein bisschen die Brust treffen. 2 Sätze davon mit 50 Kilo und dann gehe ich direkt hoch auf 70 Kilo. Und dann war es das mit der Übung. Digga, ich merke, ich habe keine Kraft. Ich habe keine Kraft. Also man darf ja bei uns bis 6:15 Uhr, bis 6:10 Uhr essen und danach nicht mehr. Und hätte ich jetzt die Einheit später gemacht, hätte ich gar keine Kraft gehabt. Deswegen schon gut so, aber ich merke auf jeden Fall, kickt rein. Wir fangen mit 20 Kilo an.
Ich mache daraus immer einen Supersatz. 20 Kilo Brust einmal wirklich drücken und danach nochmal so enge Dinger. Keine Ahnung, wie die heißen. Yeah, I'm outside in an AMG, right outside, TT. Gewichte immer langsam auf den Boden, ja. Hey, wir sind doch keine Assis. Sind wir Assis? Nein. Immer so ein bisschen auf die Zeit achten. Ab und zu haben wir das. Dann kommt ein Kollege oder so, dann quatscht man zu lange. Aber lasst euch davon ja, nicht irritieren. Macht immer eure Übung weiter. Know me. Who am I? All the niggas. Adonis. Ja, auf Wish bestellt, ne, würde ich mal sagen. Mit Brust sind wir fertig. Jetzt Rücken und fangen direkt mit Latzug an. Das ist so, ja, die erste Aufwärmübung. Rücken, damit man direkt in die Rückenübungen reinkommt. Gehen dann hoch auf 60, direkt weiter hoch auf 70, 75, je nachdem. Da nochmal maximal. Und dann sind wir mit der Übung fertig. Und dann muss ich improvisieren, was wir als nächstes machen. Weil ich habe keinen Trainingsplan. Das ist alles Freestyle. Aber Hauptsache man bleibt fit. Man versucht jede Muskelgruppe ein bisschen zu trainieren, fit zu bleiben. Das Gefühl nach einer Einheit. Das Gefühl muss man jagen. Dieses geile Gefühl, wenn man eine Einheit fertig gemacht hat, wie man sich danach fühlt. Super. Alles gut. Die erste Übung, das war die erste Übung Rücken. Machen wir an dieser Rudermaschine weiter. Vorher Lat trainiert. Jetzt wieder Lat. Wir müssen immer mal fliegen hier. Hey, get your numbers up. I had to get my numbers up. Now I got it like the Langhantel rudern, also Langhantel Fallrudern. Das ist gleich die letzte Übung. Dann sind wir mit Rücken fertig. Dann machen wir ganz kurz Brust isolieren mit Butterflies. Und dann sind wir fertig mit Split Training. Und dann geht's ab auf den Stepper. Ja, ein paar Höhenmetern schnappen, ne? So sieht er aus. fucking up out in blue when you saw me. She was all on me, had to get her up. I just came to get these women in these fits up. I'm everywhere, I just didn't get no pics up. Und jetzt geht's nochmal eine Runde auf den. Der Bär. Ja, das ist jetzt Zimmer. Das ist Zimmer. Boah, von 4. Von 4 sind wirklich alle. 4. 4 Stepper. 4-mal defekt. Ja. Was machen wir jetzt? Improvisieren? Naja. Wäre gut gekommen, weil ich wollte ein paar Höhenmeter machen. Das ist keine Ausrede, ihr seht es. Sind alle defekt. Was wir machen, einfach auf dem Fahrrad ein bisschen. Bisschen Fahrrad? Schau mal, ich glaube, da ist sogar ein Kursraum. Da war ich selber noch nie drin. Aber ich glaube, da ist es ein bisschen entspannter. Deswegen, man muss immer improvisieren können. Guck mal, Stepper funktioniert nicht. Dann gehen wir aufs Fahrrad. Schau dir das mal an. Guck mal, ein Traum. Hör mal. Jetzt so einen Kurs geben. Wie kommt das? Ich mach Stimmung, Alter. Waka, waka, girl. Is that for Africa? Digga. Achso. Ja, die sind ein bisschen komplizierter, ne, die Dinger. Also, hab mitbekommen, auf dem Stepper, ich weiß nicht, einige kennen den da draußen, der Hugo Fry, was er auf dem Stepper macht, der bearbeitet auf dem Stepper seine Videos. Aber auf was für ein Tempo, auf Level 15. Dann denke ich mir, wie geht das? Und ich wollte das eigentlich gerade ausprobieren, aber hat leider nicht geklappt. Absolut geisteskrank. Man muss das mal ausprobieren. 30, 45 Minuten, eine Stunde Stepper, das geht schon sehr, sehr gut rein. Und je nachdem, wie schnell man das Ganze einstellt, 1-2 Mal die Woche, vor allem, weil ich muss langsam auf die Höhenmetern kommen.
Wir haben ein Event Ende des Jahres, Moab 240. Da geht es darum, 380 Kilometer durch Utah zu laufen. Es ist ein Trail Run mit 20.000 Höhenmetern oder so. Ich habe mich selber mit den Eckdaten noch nicht auseinandergesetzt, aber Job ist Höhenmetern sammeln, jetzt die nächsten Monate, so viele wie es geht, auf seine Kilometer kommen, auf sein Volumen kommen und man muss das Ding abreißen. Man muss das Ding abreißen. Ich gehe mit der Einstellung dahin, alles zu geben und das Bestmögliche aus der Situation zu machen, egal ob dann während des Runs, während des Events Schmerzen kommen, Verletzungen, einfach weitermachen, bis man nicht mehr kann. Deswegen, ich muss meine Höhenmeter sammeln, ich muss auf den Stepper 1-2 Mal die Woche und Job für die nächsten paar Monate. Hustle every day. Und wir sind durch. Alternativ auf dem Fahrrad und mit der Einheit heute fertig. Gym-Einheit abgeschlossen. Jetzt fahren wir nach Hause, ziehen uns kurz um, gehen einkaufen und danach kommt die nächste Einheit, laufen. Deswegen, wir sehen uns jetzt gleich. Wir haben gerade geparkt, Tasche kurz in der Wohnung abgelegt. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Rewe, hier direkt in der Nähe. Ein bisschen zu Fuß, ein paar Schritte sammeln und wir kaufen einfach mal ein paar Essentials, ja, die bei jedem Einkauf immer dabei sein müssen. Ist auch ein bisschen frischer geworden. Wetter war heute Morgen super, 10 von 10. Aber da merkt man wieder, wir sind in Deutschland. Fängt an zu stürmen gefühlt. Da freust du dich gleich bestimmt auf den schönen Gegenwind beim Laufen. Ja. Und wir haben ja noch eine Einheit vor uns. Absoluter Gegenwind, vor allem wir sind hier in Düsseldorf. Hier ist ein extremer Gegenwind am Rhein. Wir laufen am Rhein entlang und der Gegenwind macht keinen Spaß. Macht absolut keinen Spaß. Was sein muss, muss sein. Ich muss mich, glaube ich, noch an die Strecke hier in Düsseldorf gewöhnen, was Laufen angeht. Wenn man jahrelang am Wuppertal gelaufen ist, auf der Trasse, dann hat man irgendwann mal ein Gefühl dafür entwickelt, so wie die Strecke ist, weil es ist anders, es ist wirklich anders. Mit Gegenwind, eine andere Strecke, aber naja, ist ja auch egal. Laufen ist Laufen. Ja, die ist offen, super. Ich habe noch ein paar Fragen, die mir nach dem Q&A gestellt wurden. Ello, was machst du, damit du genügend regenerierst? Ich gehe 1 bis 2 Mal laufen und merke direkt, meine Regeneration kommt nicht mit. Stretchen jeden Abend, 30 bis 45 Minuten. Ich achte auf meinen Magnesiumhaushalt, jeden Abend Magnesium. Und ansonsten, ja, macht Pausen. Also ihr müsst nicht jeden Tag laufen gehen. Ja, was ich noch neben dem Laufen, neben dem Gym mache, Schwimmen gehört eigentlich auch zu einer Disziplin, die ich 2 bis 3 Mal die Woche mache. Sagen wir mal 2 Mal die Woche, wenn ich das zeitlich schaffe. Man muss bei der Disziplin Schwimmen am Ball bleiben. Man braucht eine gute Technik und die Technik kommt nicht, keine Ahnung, von heute auf morgen. Weil da spielt nicht nur die Armführung eine große Rolle, sondern auch die Atemtechnik. Und mittlerweile bin ich noch immer kein Profi, ich bin wirklich, ich glaube, eine Stufe über Anfänger, aber ich bin am Ball geblieben, habe mir die Kraultechnik selber beigebracht und mittlerweile klappt das sehr, sehr gut. Mittlerweile schwimme ich auf 2 Kilometer knapp unter 1,50 pro 100 Meter. Ist alles super, aber kommt alles. Würde ich sagen, war es das mit den Fragen. Wir starten jetzt mit der zweiten Einheit. Laufen, machen dann 15 Kilometer, wird wahrscheinlich auch extremer Gegenwind sein. Pace, schauen wir mal, was die Beine sagen. Also ich hoffe, dass ich ein bisschen anziehen kann. Ich werde mit Carbon-Schuhen laufen. Eine gute 4er-Pace, vielleicht auch eine ab und zu 3er, je nachdem. Aber Hauptsache wir machen, durchziehen. Ich fahre Fahrrad, du läufst. Ich laufe einfach so neben dir her, okay? Genau. Go. Wie kommt das? Wie ich beim Fahrrad Sage dir, boah, einfach kein Läufer. Tour de France ist das Ziel. Bruder, tschüss.
letzte Kilometer. War Endspurt. Pace ist in Ordnung, aber der Gegenwind hat das so ein bisschen kaputt gemacht. Hat sich angefühlt wie eine konstante 3:30er Pace, aber Alter, der Gegenwind war zu stark. 10K, zeitlich, ja, geht so 3,54 pro Kilometer, 58 Minuten 30. Man muss sagen, der Gegenwind war krass. Der Gegenwind war heftig. Also ich sag, mit Gegenwind ist stark. Geplant war ja eine Runde, Ja. also über eine andere Brücke nochmal rüber, dann auf der anderen Seite entlang und dann zurück. Aber bei 7,8 dachten wir uns, komm, wir drehen einfach um. Dann haben wir so die 15 voll, weil der Gegenwind war schon sehr, sehr stark. Ja, auf der Brücke wäre zu krass gewesen. Ja, safe. Aber war okay. War okay. Zweite Einheit dann. Dann heute Abend nur noch Mobility stretchen. Und dann war es das für heute. Also Freunde, danke fürs Zuschauen. Da kommt in nächster Zeit noch viel mehr. Deswegen subscribe, stay tuned, seid dabei auf der Reise. Da erwartet euch schon sehr, sehr viel. Einige Events. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Alles gut. Got my grip and I never proceed to slip. Feel the weight like I just had my Caesar clip. Got a family to feed, I squeeze the clip.